Jetzt juckt mir der So. Kopf. Das ist gut, dann ist er noch Mikrofon ausschalten. Ja, die Mitches sind schon da. Das ist so ein typisches Wetter für diese kleinen Plagegeister. Zum Glück sind es nicht so viele. Heute machen wir eine kleine Tour, fahren jetzt zur kleinen Fähre nach Corrin, setzen dort über und werden dann über eine Halbinsel fahren, Selbstgespräche um möglichst, Der spricht mit uns. In ein paar möglichst Wochen hören wir dies. was er da gesagt hat. Über uns. Über uns. Mesh mach mal Mesh Intercom aus. ausschalten. Quatschen wir hier alle in meine Kamera rein und fahren dann zum Glenfinnan in der Hoffnung, dass wir den Zug dann erwischen, wenn er dann da drüber fährt. Aber das sehen wir dann. Vielleicht klappt's, vielleicht auch nicht. Und dann nehmen wir euch mit. Oder jetzt vielmehr. Nehmen wir euch mit. Ja, das ist unsere Unterkunft. Wir sind in der oberen Etage. Erstes Stockwerk und zweites Stockwerk. Da haben wir unsere Apartments. Da mache ich auch nochmal eine Roomtour. In der Hoffnung, dass mir keiner entgegenkommt, der gerade aus dem Bad kommt. Nochmal herzlich willkommen zur heutigen Ausfahrt. Wir fahren heute zum Glenfinnan. Das Wetter ist natürlich Gradmelder entsprechend hervorragend. Und als erstes fahren wir mal wieder über unsere Lieblingsbrücke zur kleinen Fähre. An der Stelle ein Vorschlag, ich würde für alle Motorräder dann bezahlen und das auf die Rechnung schreiben. Das ist Was scheiße. machen wir Personen? Was machst du mit uns? Nur die Gar Motorräder? Wir müssen Nee, wir haben nur Menno. Motorräder. Hallo, alle nicht alle auf einmal. ja, Auf der Fähre müssen nur die Motorräder bezahlen. genau, wir bitte. sind nur die Ey, das ist ja Motorräder. super. Cool. Becky hatte gestern noch geguckt. Es stand halt sonst nichts. Stand nur Motorräder. Wir sind ja auch unbezahlbar, oder? Ja. Das so und so. Ja. Was ich auch so richtig schön finde, das sind diese lila-pinkfarbenen Blumen. Blumen, die hier immer so zwischendurch Ja. durchschimmern. Das finde ich richtig schön. Erst In die kommt Brücke kommt er erst. Ja, Genau. aber da muss es dann schon irgendwo wieder, sein. Diese Brücke müssen sie kommen. schon wieder ist das Und da Tunnel muss- eingeschaltet. Ja, und dann musst du War ganz das nicht die hohle Gasse? Ja, das war die hohle Gasse. Joa, geradeaus. Ja. Auenland. Hinter uns ist niemand, also können wir langsam fahren. Lass uns weg, hier ist wieder so eine scheiß Aussicht, ey. Ja. Gott. Das ist nicht auszuhalten.
So, jetzt sind wir an der Fähre von Corinne. Mal gucken, dass nicht so voll ist. Ich hoffe, dass sie fährt. Siehst du was? Nee, noch nicht. Gibt gar keine. Weder hier noch da. Da steht Aber ein eine Auto Mitten steht. einer auf dem Wasser. Da ist eine, ne? Nach rechts. Public Car. Da. Was? Da schräg drüben ist eine. Ja, die liegt da ja nur. Ne, die muss links sein. So. Der wird Bicycle. der wird sich ja wohl auskennen, der da steht. Oh, jetzt sagt er uns schon was. Ach, das ist der. Hi. Macht mal aus. There's been a technical issue with the ferry, so Really? it's not running at the moment. It's not a time scale when it will be back on. It could be on soon, it might not be back on. Dunkel oder? Okay. Was? Ja, Pech. Fährt nicht? We tried to go this way and then to Glenfinnan. You can go up to Fort William. Yeah. 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 But it was so nice with the ferry. We did it already 5 years ago, so this was a nice trip. So, do you think will be fixed soon or maybe? I don't think so. Okay. From Germany? Oh No. shit. Hätten wir mitbringen können. Auf Wiederhören. Yeah, then we have to take another way. Go up to. Yeah, we will discuss here and then we will see. Thank you very much. Ja, nachdem uns nun leider die Fähre da abhanden gekommen ist, ihr habt ja gerade gesehen, er hat uns erzählt, dass die Fähre kaputt ist, sind wir weiter nach Fort William gefahren, dann links abgebogen und fahren jetzt direkt zum Glenfinnan. Hier links neben uns verläuft auch die Eisenbahnlinie und der Zug soll irgendwann, und jetzt ist es gerade 12, irgendwann um 1:30 da ungefähr durchfahren. Wir müssen mal sehen, ob wir da so lange bleiben wollen. Jedenfalls fahren wir jetzt gleich erstmal unter der Bahntrasse durch. Und alternativ wollen wir nachher noch das müssen wir uns aber jetzt mal auf der Karte anschauen, einen anderen Weg zurückfahren und nicht jetzt schon das 4. Mal die gleiche Strecke wieder zurückfahren, sondern quasi in einem großen Bogen Richtung Osten und von hinten dann wieder zurück zur Unterkunft. Also das seht ihr jetzt gleich mal auf der Karte. Was soll ich groß erklären? Auf der Karte sieht man das viel besser. Ja, das war ein bisschen doof, zumal da saß einer im Auto und hat den Leuten, die mit der Fähre fahren wollten, das erklärt. Zumal das Ersatzteil, was wohl kaputt ist, aus Deutschland kommen soll. Irgendein Display, das für die Steuerung zuständig ist. No parking on the... Aha, okay. Was auch immer das bedeutet. Ja, was wir extrem merken, ist, dass der Wind zugenommen hat. Das pfeift hier ordentlich durch das Tal durch. Und wir haben jetzt nur noch einige Kilometer bis zum Glenfinnan. So.
Sind sie gerade die Kette vor oder weg? Weiß ich nicht. Habe ich nicht gesehen. Sie sind wahrscheinlich Weg. weg. Okay. Next door. Bei ihm hier? Genau. Hi! Just beside the other bikes. Ja, Beside the bikes. ja. Okay, thank you. Okay. Was hat er gesagt? Da wo die anderen Motorräder stehen. Rechts rein. Und in die Richtung da, ne? Oh, ja. Ja, rechts. Was steht Disabled parking only? da? What? Also Behindertenparkplatz. Das Behinderten wollte ich gerade sagen. Eine Ewigkeit später. Und das war Glenfinnan mit dem Express. Und die Aufnahmen, die wir da gemacht haben, die zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! Wir müssen erst wieder warten, bis wir zu Hause sind. Null scheiß Zeitblase. Oben links. Die Zeitblase. Der Bus Genau. biegt ab, Schatz. So, und was ist das für ein Transendenkmal hier? Klaus, was hast du gesagt? Rechts, das ist Ja. Bonnie Prince Charlie, ein ehemaliger schottischer König. Der sich Frauenklamotten angezogen hat? In dem Falle. An Rock. An den Schottenrock. Rock? Die wollten dem an den Rock, insofern. An Rock. Du fährst über die Lampe da links. Und der ist hier dann auf der Flucht an Land gegangen. Ja. Wenn ich jetzt falsch bin, es kann sein. Und später hat er dann die schottischen Truppen gegen die Engländer nochmal geführt. In der Nähe Okay. von Inverness. Und da war das dann relativ schnell vorbei. Da sind innerhalb von 45 Minuten 1100 Schotten erledigt worden von den Engländern. Weil die wollten sich die Schmach von Bannockburn natürlich nicht nochmal antun und haben die finale Ja, Schlacht. die Spielverderber. Ja. Die Engländer halt. Können nicht verlieren. So. Gut, also das war jetzt. Das war cool. Das war jetzt Glenfinnan. Und jetzt geht's wieder zurück Richtung Fort William. Jo. Vielleicht gibt's da ein schönes Café, wo wir uns mal kurz hinsetzen können. Ja, und das Wetter ist wieder super geworden. Guck mal, ein Bär. Nee, ein Schaf. Schau, und du? Entweder ein kleines Pferd oder ein großes Schaf. Wir sind ja gar nicht in den Karpaten. Nee. Wir sind nämlich in Schottland. Falls einer eingeschaltet hat und sich fragt, wo treiben die sich schon wieder rum. Wir sind Beim Whisky saufenden Bergvolk. Genau. Haben wir gedacht, wir fahren dieses Jahr mal nach Schottland, nachdem wir ja letztes Jahr in Rumänien waren. Habt ihr ja gesehen? Und wenn nicht, dann verlinke ich hier mal die Playlist
für unsere Links oben. Rumänen-Tour 24 und dieses Jahr sind wir in Schottland. Ja. Und weil das Wetter so schlecht in Deutschland ist, haben wir gedacht, wir fahren nach Schottland. Genau, weil wie man sieht, ist hier super Wetter. Ja, besser als in Deutschland. Ja. Und man muss natürlich Nachteile aufdecken. Zum Beispiel fährt man hier auf der verkehrten Seite. Aber da gewöhnt man sich relativ schnell dran. Ich hatte mir das ein bisschen langwieriger vorgestellt, weil wir besuchen ja ab und zu Engländer, die dann mit im Auto sitzen und das finde ich immer ein bisschen merkwürdig. Ja. Ist frei. Aber so selbst fahren funktioniert. Also besser als erwartet, muss ich wirklich sagen. Das war schon ein paar Kilometer, nachdem wir in Harwich von Bord gegangen sind. Klappte das wie selbstverständlich. Die ersten 2 Kreisel mussten wir kurz überlegen. Wie rein, wie rum, wie raus. Aber dann lief das plötzlich ohne Probleme. So, nachdem Fritz jetzt ein bisschen was erzählt hat, wie es für ihn war. Ja, wir sind, wie ihr es gesehen habt, wirklich da hochgeklettert auf den Hügel und waren ungefähr 1 Meter oberhalb der Bahntrasse. Mit uns standen da gefühlt ein paar hundert Leute standen mit auf diesem Hügel. Aus aller Herren Länder. Einige sogar stilecht verkleidet mit Umhang und Schal und Zauberstab und bla. Was in dem Moment dazu gehört. Das war es auf jeden Fall wert. Das Wetter sein Übriges dazu getan. Das war spitzenmäßig. Und wir fahren jetzt nach Fort William zurück und suchen dann das Café von gestern nochmal auf. Das war richtig gut. Bevor wir dann den letzten Streckenabschnitt nach Hause dann uns anschauen und dann irgendwann da auch fahren. Wir fahren aber nicht den gleichen Weg wieder zurück, sondern das wird ja sonst langweilig. Wie schon gesagt, fahren wir in einem großen Bogen Richtung Osten und dann kommen wir dann auch bei uns an der Unterkunft wieder an. Das zeigen wir euch jetzt aber gleich. So, das ist jetzt das Tal von Glencoe. Es geht jetzt bis zur Bridge of Orkney, so 24 Meilen, ungefähr 30 Kilometer geht das hier hoch. Nicht schlecht, oder? Ja. Das ist so ein bisschen mehr Highlands jetzt, ne? Da kann man sich das besser irgendwie vorstellen. Aber wenn ich mich nicht täusche, also dahin geht's hoch. Wenn ich mich nicht täusche, sind das so ungefähr 30 Kilometer, die wir jetzt so fahren. Und dann kommen wir da irgendwann wieder runter. Das hat schon was. Ja, schon krass. Wenn ihr irgendwie anhalten wollt zum Fotografieren oder so, sagt ihr Bescheid.
Das, oh, guck mal, da rechts, das ist ja wohl ein Scheiß. Kein Scheiß. So, wir sind auf dem Pass. Alter Finne, ey. Alter Finne. Alter Finne. Achtung, Motorrad von hinten. Das bin ich gewesen. Bis wir nach Hause kommen, ist Ralf fix das fertig hier. Ja. Ich bin jetzt schon, Sprachlos. weiß ich gar nicht was, Alter. Du hast kein Wort zu viel versprochen. Okay. Echt nicht. Ich glaube, das Video, das lege ich mir auf Dauerschleife, du. Das ist ja hier. Ja, Schottland fixt schon an, ne? Ja, unglaublich.
Also jetzt hat's mich ja richtig. No more talking about it. The way it is, the way it is. It's no mystery. There's no getting around it. When you're here, we got chemistry. We light up when we ignite. We're stars in a darkened sky. When you leave, don't forget to remember. Don't forget to remember me. When you leave, don't forget to remember. Don't forget to remember me. Remember me. I fight for you every second. To keep your touch in my memory. I try not to regret it. What could have been, should have been. If you would stay with me. When you leave, don't forget to remember. Don't forget to remember me. When you leave, don't forget to remember. Don't forget to remember me. Remember me. Remember me. We light up when we ignite. We are stars in a darkened sky. When you leave, don't forget to remember. Don't forget to remember me. When you leave, don't forget to remember. Don't forget to remember me. Remember me. Ich muss jetzt erstmal hier gucken, dass ich umgekehrt bin. Ja. Da haben wir ja. Remember me. Remember me. So, wir biegen hier rechts ab. Meilen noch. Da fährt die Eisenbahn. Da wird die Eisenbahn. Ach, jetzt wo ihr die Kamera aus habt doch. Ich hab sie an. Oh, der Fritze, jeder fährt da wieder. Ohne Kamera durch die Walachei. Ich hab sie gerade ausgemacht und dann sagt Klaus, da kommt die Eisenbahn. Ah.
Ja, jetzt sind wir vom Glen Cove quasi rausgekommen, an der Brücke von Orkney vorbei und dann ein paar Kilometer weiter rechts abgebogen und fahren jetzt direkt zurück zur Unterkunft, haben jetzt noch 25 Kilometer ungefähr und dann haben wir eine sehr schöne Tour gefahren, muss ich auch sagen. Glenfinnan mit Harry Potter Express und um die gleiche Strecke nicht innerhalb von 2 Tagen das 4. Mal zu fahren, haben wir gesagt, okay, wir fahren durch Glencoe und da werden wir sicherlich das nächste Mal genau andersrum durchfahren und dann in den... Überall wächst das Zeug, ne? Relativ. Ja. Auch bald bei uns? Wie heißt das nochmal? Unkraut. Nein. Nee, die Kurze hat's gefunden. Hat heilende Wirkung, hat das. Ja, und irgendwas mit Rose war das? Heckenröschen, irgendwas? Nee. Röschen? Irgendwas mit Röschen? Röschen auf der Heide? Wie die Blumen hier im Wegesrand heißen. Aber hier lasse ich die Kamera jetzt einfach mal laufen und hau euch ein bisschen Musik drauf, weil diese Straßen hier, das ist echt unglaublich. Das ist der Hammer, oder? Ja. Und so ein schöner Flow drin, ja. Du musst dich nicht abreißen lassen, irgendwas. Ganz schön durchgleiten. So, angekommen. Fertig, aber glücklich. Hört auf zu klatschen, werft mehr Geld. Ein sehr schönes Auto. James Bond.